bei Drift Live unzensiert. Ihr seid bei Folge 2. Wer von euch die Folge 1 nicht gesehen hat, muss sie sehen, Kameraden, damit ihr das Ganze hier versteht. Also hier oben ist Folge 1, für alle anderen geht weiter. Ihr braucht wieder Pylonen. In unserem Fall brauchen wir mindestens 4. Wir brauchen eine Fläche zum Driften üben. Dieses Mal, Kameraden, üben wir die 8. Und da die 8 im Durchmesser insgesamt größer ist, brauchen wir eine Fläche von 50 x 30 und im Falle von Palak haben wir gleich 50 x 50 Meter genommen, weil ihr wisst Bescheid. Ihr ordnet die Pylonen folgendermaßen an. Von dieser Pylone geht ihr 30 Meter hier runter und von diesem Punkt geht ihr jeweils 2 Meter in rechts und 2 Meter in links Richtung. Stellt jeweils eine Pylone und macht nochmal 2 Meter in diese Richtung ebenfalls eine Pylone. Also habt ihr sozusagen ein Dreieck gebaut. Somit, Kameraden, bauen wir eine 8, die eine weite Rundung hat und eine enge Rundung. Das führt dazu, dass ihr dosierter fahren könnt. Also sieht folgendermaßen aus: eng, weit, eng. Die Schwierigkeiten dabei, Kameraden, ist, wie wir schon von Anfang an gesagt haben, von diesen Übungen: vergießt die Bremse, vergießt die Fly-Off. Es gibt nur Kupplung und Gas. Und ich werde jetzt den Palak reinrufen, er wird das Ganze euch erklären, wie das dann stattfindet. Wie ihr in der ersten Übung gelernt habt, fahrt ihr an die Pylone ran und leitet den Drift ein. Wenn ihr den Drift eingeleitet habt, driften wir die komplette 8. Jetzt ist entscheidend, wann gebe ich Gas, wann lasse ich Gas los. Und zwar, Kameraden, die Bereiche, wo ihr vom Gas geht, sind folgende. Und hier überall kein Gas bis circa hierhin. Dann auf der Seite wieder Gas, aber dazu kommen wir im Detail jetzt gleich. Und dann hier wieder kein Gas. Kein Gas, kein Gas bis zu dem Punkt. Das heißt, an dem Punkt haben wir den Drift eingeleitet und geben die ganze Zeit Gas, 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 Gas. Bis zum entscheidenden Punkt, wo sich die Linien kreuzen würden, arbeiten wir jetzt mit der Lastverteilung vom Aftermobil. Das heißt, ihr geht hier schon vom Gas und spürt das Aftermobil mit eurem Popometer. Sobald ihr vom Gas geht, werdet ihr spüren, wie das Aftermobil langsam zurückkommt, sich hier umpendelt, und um die Geschwindigkeit abzubauen, geht ihr wie eingezeichnet in dem ganzen Bereich vom Gas und gebt nicht weiter Gas und rutscht im Prinzip diese ganze Strecke bis an diesen Punkt. Dort beschleunigt ihr wieder komplett mit Gas. Nicht Drehzahlbegrenzer, ist nicht optimal, weil das Aftermobil dann nicht schön gleichmäßig driftet. Deswegen so kurz vor Drehzahlbegrenzer ist optimal. Ganze Zeit wieder Gas, Gas, Gas. Bis kurz vor den Scheitelbereich wieder langsam vom Gas gehen, Popometer einschalten und dann wird umgependelt. Wie ihr genau zurücklenkt und alles, wird am Anfang schwierig sein. Ihr werdet den Moment verpassen, ihr werdet euch eindrehen. Vollkommen normal. Üben, üben, üben. Hier wird die Pylone vor allem enger. Das heißt, es wird oft passieren, dass ihr euch eindreht, weil ihr zu spitz an die Pylone ranfährt oder sonst die Geschwindigkeit nicht passt. Vollkommen normal. Das heißt, ihr macht nichts anderes als die ganze Zeit Drift starten, Gas, 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 kein Gas, rumrutschen, dann wieder Gas, 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 kein Gas, Popometer, rum, dann wieder ins Gas, 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 Gas und das dann die ganze Zeit. Was der Palak noch vergessen hat zu sagen ist, wenn ihr auf Gas drückt, geht das Heck automatisch runter bei eurem Automobil, Gewichtsverlagerung nach hinten. Wenn ihr vom Gas geht, findet eine Transition, also Gewichtsverlagerung nach vorne und das Heck wird leicht. Also müsst ihr diesen Zeitpunkt spüren, wo das Heck leicht wird und eben ausbricht. Das ist alles eine Übungssache und wird euch mit der Zeit einfacher fallen, je häufiger ihr die Übung dann halt ausführt. Wichtig ist, dass ihr mit der Lenkung nicht wie ein Verrückter anfangt zu spielen, in die Lenkung reinzugreifen und irgendwelche hektischen Bewegungen, wenn das Automobil im Drift ist.
euer Automobil wird es von alleine machen, dass es die Lenkung zurück euch gibt und ihr müsst im Prinzip immer die Lenkung nur fangen und ein wenig nachkorrigieren. Das heißt, diese hektischen Bewegungen werdet ihr mit der Zeit abtrainieren müssen. Im Drift ist es so, dass ihr primär euer Automobil mit dem Gaspedal steuert und nicht mit den Händen. Ein perfektes Driftautomobil macht alles selbst mit der Lenkung. Ihr müsst nur im richtigen Moment das Lenkrad fangen, Lenkrad loslassen, Lenkrad fangen, Lenkrad loslassen. Das hängt natürlich, Kameraden, mit eurem Nachlauf zusammen, aber diese Themen folgen später. Noch eine Sache, Kameraden, wichtig ist die Übersetzung. Wir haben das Ganze im ersten Gang gemacht, es gibt aber auch Automobile, die mehr Leistung haben, da tut man das im zweiten Gang machen. Sag nochmal, ich hab grad nicht. Was soll ich sagen? Sag! Was auch ganz wichtig ist, Kameraden, ihr fahrt hier in einen großen Winkel oder sozusagen einen größeren Winkel, setzt um und dieser Winkel an diesem Punkt muss etwas kleiner sein wie hier oben. Das ist logisch, weil ihr werdet hier schneller und ihr müsst sozusagen die Geschwindigkeit im kleineren Winkel abbauen. Damit ihr hier wieder raus beschleunigen könnt. Ist es so, dass ihr im großen Winkel hier reinfahrt und im großen Winkel umsetzt, wird Folgendes passieren, dass ihr euch eindreht oder immer langsamer werdet und hier sozusagen bis jetzt, wie nennt man das auf Germanisch, kinetische Energie nicht ausreicht, damit ihr hier rumkommt. Bis jetzt. Hab ich gehört, hast du gehört, Begriff kinetische Energie? Professionell, blöd. Wichtig ist dabei auch mit der Zeit zu lernen und ein Gefühl dafür zu entwickeln, an welchen der Punkte genau ihr Gas gebt. Kann natürlich auch sein, dass ihr mit viel Geschwindigkeit hier reingeflogen kommt und dann die ganze Zeit vom Gas geht, um dann hier später auf Gas zu drücken. Ja, also entweder immer früher oder später. Das ist natürlich dann immer individuell, mit was für einer Geschwindigkeit ihr das Ganze macht. Und bis jetzt, das sind noch andere Faktoren, die wir mit der Zeit dann erklären werden. Diese Übung, Kameraden, müsst ihr ungefähr 3 Monate trainieren, damit ihr einigermaßen diese 8 fahren könnt. Das heißt, ihr steht nachts, egal um welche Zeit auf, und könnt ihr diese 8 fahren, das Automobil in richtigen Momenten rumschmeißen, in richtigen Momenten beschleunigen. Wenn ihr das könnt, dann könnt ihr ab dem Zeitpunkt auf die Rennstrecke gehen und beliebige Kurse, die es in Deutschland gibt, ballern. Die Steigerung dafür, um sich noch zu verbessern und genauer und sicherer an Wänden zu fahren, zeigen wir euch jetzt. Ihr könnt bis jetzt an diesen Stellen hier entlang dieses Bogens weitere Pylonen aufstellen und hier genauso, um dann mit eurem Automobil genau hier rein zu fliegen, an den Pylonen entlang und dann raus zu beschleunigen und dann wieder hier rein zu fliegen und dann raus zu beschleunigen. Damit, Kameraden, trainiert ihr Folgendes: Das Fahren an die Wand so nah wie möglich es geht und so sicher, damit ihr ein Gefühl entwickelt, mit eurem Automobil an den Pylonen entlang zu fahren. Weil sollte es so sein, dass ihr mal eine Runde so bis jetzt fahrt, zum Beispiel bei Alman Annette in den Garten rein und einmal eine perfekte Runde und dann mal wieder bei Alman Annette hier hinten wieder in die Pylonen rein. Das sagt euch, dass ihr noch nicht die Routine raus habt und dass ihr noch nicht sicher im Drift seid. Also ihr merkt, die 8 ist das Geheimnis des Driftes und wenn ihr die 8 als Drifter, auch als Pro-Drifter, könnt ihr eigentlich nicht häufig genug trainieren, um das Driften sozusagen immer perfekt zu beherrschen. Wenn ihr die 8 beherrscht, könnt ihr alle möglichen Kombinationen, die es so gibt, driften. Und das Ganze ist dadurch möglich, weil ihr im Prinzip einen langsamen Bereich hier habt oder einen engen Bereich und dann einen schnelleren, weiten Bogen habt. Es gibt viele Drifter, die sagen, ja, eine 8 kann ich driften, aber meistens ist die 8 mit gleichem Radius, also das heißt, dieser Bogen ist genauso breit hier oben wie hier unten. Hier haben wir aber einen sehr engen und kleinen Bogen und dadurch müsst ihr im Prinzip lernen, eine andere Geschwindigkeit herauszufinden wie hier. Das Ganze müsst ihr natürlich auch in dieser Richtung starten und so üben. Also wenn ihr sozusagen gegen den Uhrzeigersinn driftet, müsst ihr natürlich auch mit der Zeit lernen, im Uhrzeigersinn zu driften. Wenn ihr diese Übungen beherrschen könnt, zu jeder Zeit, am Tag, zu jedem Wetter, ihr spürt euer Automobil, das heißt, ihr wisst, wann ihr Gas oder Kupplung nutzen müsst. Popometer, das bedeutet, wann ihr merkt, wann das Automobil hinten Gewichtsverlagerung hat, die dann nach vorne überschießt.
Kurz gesagt, ihr merkt euer Automobil, ihr wisst ganz genau automatisch, was ihr zu tun habt. Und wenn ihr euer Automobil spürt und genau wisst, was zu tun ist, dann gelingt euch auch der Drift und dann driftet ihr. Zweiter Punkt, ihr lernt Linie zu fahren, also so, wie man die Aufgabenstellung an euch dann in Competition stellt, wie die Linie sein muss. Erst dieser Punkt ermöglicht es euch, eine konkrete Linie zu fahren. Ihr lernt in dieser Übung ebenfalls das Umsetzen vom kleinen Winkel in großen bzw. vom großen in kleinen Winkel. Geschwindigkeitsüberschuss, Geschwindigkeit, Pizdец, wie nennt man das? Unterschuss. Wäre cool, was solltest du lesen können? Bin ich hier Deutschkurs oder was? Solltet ihr die Übung wirklich irgendwann 1A drauf haben, ist das der perfekte Stil, so wie wir ihn eigentlich predigen, der japanische Stil. Das heißt, ihr baut Geschwindigkeit auf und baut diese eben beim Rutschen ab. Das bedeutet, dass ihr mit einem leistungsschwachen Automobil, mit den Automobilen, die mehr Leistung als ihr habt, mithalten könnt. Ihr baut Geschwindigkeit auf, geht dann sozusagen von der Geschwindigkeit ins Rutschen über und verzögert damit. Es gibt viele Fahrer, die benutzen dann die Fly-Off mit einem leistungsstarken Automobil, vor allem beschleunigen und rutschen dann erstmal 3 Kilometer mit der Fly-Off. Hat einen großen Nachteil, erstens, sie sieht beschissen aus, zweitens, das macht eure Reifen hinten rechteckig. Und deswegen, Kameraden, das ist der Stil, den würden wir euch auch empfehlen von Anfang an. Er fällt schwerer, deswegen, es gibt Leute, zum Beispiel, die sehen so aus, die benutzen immer als erstes die Fly-Off. Vergisst die Fly-Off, ihr braucht nur Gas und Kupplung. Und denkt dran, es wird euch am Anfang sehr schwer fallen, aber dann, umso einfacher, werdet ihr den Drift am Ende drauf haben. Selbstverständlich, Kameraden, gibt es Momente, wo du sowohl die Bremse als auch die Fly-Off oder eins von beiden jeweils benutzt. Und das kommt natürlich in den nächsten Folgen. Bleibt dran, Kameraden, die Serien gehen weiter. In den nächsten Folgen erzählen wir euch natürlich, wie ihr euch Automobil an euch besser anpassen könnt. Nachlauf, Luftdruck und viele andere Themen, die ihr natürlich auch hier drunter schreiben könnt, was euch sonst noch so interessiert. Und vergesst nicht, abonnieren, ganz wichtig für uns, nur ein Klick für euch.